Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich habe ja schon beim letzten Video angekündigt, dass ich mal den Cane Corso mit dem Presa Canario vergleichen möchte. Zwei Wahnsinnshunde, der Cane Corso, mein Top-Molosser, Presa Canario. Wenn Sie noch keinen Presa Canario in Natur gesehen haben, dann, liebe Zuseher, haben Sie nichts gesehen. Das sind Hunde, die sich optisch ähnlich sind, ein wenig ähneln. Ja, manche Schläge der Presas ähneln Cane Corsos sehr und umgekehrt. Doch es gibt ja hier diverse Meinungsverschiedenheiten, Streitereien, Diskussionen bezüglich den Namen Presa Canario und Dogo Canario. Das habe ich schon in dem einen Video, wo es speziell über den Presa Canario geht, erklärt. Das sind heutzutage zwei verschiedene Schläge des Presas, wenn ich das so sagen darf, ohne jemanden auf den Schlips treten zu wollen. Ja. Der Dogo Canario ist meistens der größere, schwerere, molossoidere, ruhigere Hund, während der Presa, der klassische Presa Canario, eher die arbeitstaugliche Form ist. Etwas kleiner, etwas leichter, agiler, schneller. Und um diesen klassischen Presa Canario geht es heute. Und ich sage gleich vorneweg, obwohl der klassische Presa Canario etwas schlanker, kleiner ist als der Cane Corso, ist es mir jedes Mal, wenn ich auf einen Presa gestoßen bin, bei Ausstellungen geschehen, dass er mich noch mehr erdrückt als mein Lieblingsmolosser, der Cane Corso. Doch lassen Sie uns kurz zuvor mal in die Geschichte beider Hunde eintauchen, wie immer im Zeitraffer-Tempo. Denn über beide Hunde gibt es schon ein Spezialvideo, das Sie sich gerne ansehen können, wenn Sie wollen. Der Presa Canario ist ein Nachkomme der Kriegshunde der spanischen Konquistadoren. Die haben da auf ihrem Weg nach Amerika auch Halt gemacht auf den Kanarischen Inseln. Und dort haben sich eben deren Kriegshunde mit ortsansässigen einheimischen Hunden gepaart. Diese Hunde wurden in späterer Zeit hauptsächlich als Hüte, Treibhunde, Herdenschutzhunde, ganz besonders, aber auch als Kampfhunde, Wach- und Schutzhunde gebraucht und als Kampfhunde missbraucht. Der Presa Canario ist heutzutage ein sehr beliebter Wach- und Schutzhund, wird teilweise mit Sicherheit noch auf den Kanaren oder anderswo als Hüte-, Treibhund oder Herdenschutzhunde eingesetzt. Als letzteres höchstwahrscheinlich nur in Breiten- oder Längengraden, wie man auch will, wo es etwas wärmer ist, da es nicht unbedingt ein Hund ist, der sehr tiefe Temperaturen erträgt. Ja, einer der sportlichsten und gesündesten Molosserrassen und auch einer der schönsten, meiner Meinung nach. Ein Top-Hund. Ja. Beim Cane Corso wissen wir, der direkte Nachkömmling des römischen Legionärshundes, des Canis Pugnax, immer schon seine Aufgaben gewesen, der Wach- und Schutzdienst. Er war der Verbündete der Legionäre in der Schlacht. Er war Verbündeter bei der Jagd aufs Großwild und so weiter und so fort. Der Cane Corso mit dem Mastino Napolitano die beiden gelten heute als die direkten Nachkommen dieses Canis Pugnax und unter den modernen Molossern, meiner Meinung nach vielleicht die pursten. Ja? Das habe ich schon mal gesagt. Und für mich einer der tollsten Hunde auf der ganzen Welt, weil Allrounder unter den Molossern, der alles kann. Ja? Gut. Ich habe dieses Vergleichsvideo wieder in 12 Kategorien eingeteilt, habe einige aber namentlich verändert. Das werde ich dann bekannt geben, wenn wir zu dieser Kategorie kommen. Ich glaube sogar, ja, gleich die erste ist eine, die ich namentlich verändert habe. Und lassen Sie uns diese beiden tollen Hunde mal miteinander vergleichen. Und da kommen wir gleich zur ersten Kategorie, die vorher Triebigkeit geheißen hat. Die heißt jetzt Bewegungsdrang. Gemeint damit ist dasselbe, ich drücke es jetzt nur anders aus. Ja. Und mit dem Presa Canario haben wir, sage ich mal, neben dem Dogo Argentino den Molosser mit dem meisten Bewegungsdrang. Das sind die flottesten Molosser. Ja. Das ist, habe ich vorher vergessen zu sagen, einer der beliebtesten Catch-Dogs, also Jagdhunde aufs Wildschwein, neben dem Dogo Argentino zum Beispiel oder dem American Bulldog heutzutage. Diese Hunde müssen einen Bewegungsdrang vorweisen. Wären das bewegungsfaule Hunde, wenig triebige Hunde, wären sie für diese Aufgabe höchstwahrscheinlich nicht so geeignet.
wie es der Presa Canario ist. Und der gehört mit Sicherheit zu den 3 besten Parkerrassen Catchdogs auf der ganzen Welt. Also Bewegungsdrang nochmal zurück. Der Presa Canario ist neben dem Dogo Argentino für mich der bewegungsfreudigste Molosser. Das ist eigentlich, ja, das ist ein Hund, der optisch, der klassische Presa, ich rede hier nicht vom Dogo Canario, der klassische Presa Canario geht optisch sehr stark in die Richtung eines M-Staffs hinein, ja, eines American Staffordshire Terriers hinein, eines American Bulldogs des Scott-Typs hinein. Sie wissen, das sind keine Zwillinge dieser Hunde, aber sie gehen in diese Richtung hinein. Ja. Das sind sehr agile, unheimlich athletisch aussehende Hunde, die nicht übermäßig massig sind, wie es viele andere Molosser sind. Ja. Und genauso wie sie aussehen, genau so ist auch ihr Bewegungsdrang. Ja. Also ich gebe dem Presa Canario beim Bewegungsdrang eine 6 von 1 bis 10. Und beim Cane Corso, der bekommt von mir eine 5. Der Cane Corso ist sicherlich auch einer der bewegungsfreudigsten Molosser. Ein sehr sportlicher Molosser, fühlt sich zu Hause am Hundeabrichteplatz oder in der Hundeschule, am Hundesportplatz, wie immer auch Sie wollen, ist ein sehr guter und auch beliebter Catchdog, ein Jagdhund aufs Großwild, nach wie vor, das musste er schon vor 2000 Jahren tun, das tut er heute teilweise auch immer noch speziell und sehr beliebt ist er da in der USA. Ja, ein Molosser mit nicht übermäßig ausgeprägter Triebigkeit, aber die hat überhaupt kein Molosser, auch nicht der Presa und nicht der Dogo, aber mit einem gut ausgeprägten Bewegungsdrang. Ich gebe dem Cane Corso, wie gesagt, beim Bewegungsdrang eine 5. Jetzt kommen wir zur Leistungsfähigkeit. Der Presa Canario ist neben dem Dogo Argentino der leistungsfähigste aller Molosser. Davon bin ich überzeugt. Ich sah Presa Canario live bei der Schutzarbeit. Ich sah Presa Canarios beim Sprinten, beim Springen. Das sind Kanonen. Ja. Nochmal, wie gesagt, der klassische Presa. Beim Dogo Canario kann das schon wieder etwas anders aussehen. Das sind etwas schwerere, etwas globigere Hunde. Aber der Presa Canario, der geht da schon in die Richtung des M-Staffs, eines riesigen, schweren American Pitbull Terriers hinein und weist auch deren Leistungsfähigkeit auf. Also das sind Top-Athleten, sicher die leistungsfähigsten Molosser neben dem Dogo Argentino, dem Cane Corso und 1, 2 anderen. Ja. Eine 8 und dem Cane Corso bei der Leistungsfähigkeit eine 7, weil auch der Cane Corso, der römische Legionärshund Nachkomme, ganz klar zu den leistungsfähigsten Molossern gehört. Das ist ein sehr sportlicher Molosser, ein nicht überaus schwer, massig, globig gebauter Molosser. Die geben Festgas. Auch diese Hunde sah ich schon bei der Schutzarbeit. Diese Hunde sah ich sprinten, springen und so weiter. Das sind sehr leistungsfähige Hunde. Also eine 8 beim Presa, eine 7 beim Cane Corso. Und jetzt kommen wir zu einer Kategorie, die ich vorher mit Territorialverhalten betitelte. Und jetzt sage ich halt dazu Wachhund. Ja? Also Wachhundeeigenschaften. Und da gebe ich dem Presa Canario eine sehr hohe Bewertung. Ich sage gleich wieder vorneweg die Bewertungen beider Hunderassen, ich tue mir damit leichter. Der Presa Canario bekommt bei der Kategorie Wachhund von mir eine 9 und der Cane Corso eine 8. Der Presa Canario hat im Unterschied zum Cane Corso, also beide hatten schon immer Wachaufgaben zu erledigen. Beide. Doch war der Presa Canario auch stets immer ein Herdenschutzhund. Alle Herdenschutzhunderassen haben ein sehr stark ausgeprägtes Territorialverhalten, sind deswegen sehr gute Wachhunde. Ja. Der Cane Corso, auch der wurde mit Sicherheit als Herdenschutzhund verwendet. Das war aber nie seine klassische Aufgabe. Dennoch ist der Cane Corso ein vorzüglicher Wachhund. Mit Sicherheit einer der besten unter den Molosserrassen. Doch würde ich hier sagen, dass der Presa Canario rein von der Bewachung eines Grundstückes der etwas bessere, effektivere Hund ist. Ja? Deswegen gebe ich dem Presa Canario bei der Kategorie Wachhund eine 9 und dem Cane Corso eine 8. Und jetzt kommen wir, ja, wieder eine Kategorie, die ich etwas umbenannt habe. Und zwar war das vorher der Schutztrieb, jetzt steht da nur Schutzhund. Ja? Also Schutzhundeigenschaften, Schutzhund. Hier gebe ich dem Presa Canario eine 8 und dem Cane Corso eine 10. Der Presa Canario ist ein fantastischer Schutzhund. Und wenn Sie einen gut geführten, gut erzogenen Presa Canario besitzen, wird Sie der gegen jeden beschützen. Und
wenn sie der beschützt, ja, dann beschützt er sie effektiv. Dieser Hund ist eine Leistungskanone mit enormer Power. Und wenn der in der Meinung ist, seine Familie beschützen zu müssen, dann will ich nicht seinen Gegner darstellen. Ja. Ein Top-Beschützer. Dennoch bekommt er im Vergleich zum Cane Corso von mir nur eine 8, weil das ist das Gebiet, wo sich der Cane Corso zu Hause fühlt. Für mich ist der Cane Corso einer der 3 besten Schutzhunderassen auf der ganzen Welt. Schauen Sie, der Cane Corso ist meiner Meinung nach, ich bin davon überzeugt, etwas personenbezogener als der Presa Canario. Der Presa Canario ist der, ich suche jetzt schon seit 10 Minuten nach dem richtigen Wort, er ist selbstständiger. Ja? Er ist ein Hund, der selbstständiger agieren kann als der Cane Corso. Während der Cane Corso stets auf, ich möchte nicht sagen auf Kommandos von ihnen, aber auf Hinweise von seinem Besitzer wartet oder Hinweise erwartet von seinem Besitzer, ist der Presa Canario ein Hund, der hier oftmals selbstständiger funktioniert. Das ist auch ganz klar. Das wurde ihm mit der Zeit vererbt. Dieser Hund musste oftmals selbstständig entscheiden bei seiner Arbeit als Hüte, Treibhund, Herdenschutzhund und so weiter. Der Cane Corso wiederum, der benötigt da eher einen Befehl, einen Rat, einen Tipp, ja, einen Schubs. Und der Hund ist im Gesamten gesehen einfach personenbezogener als der Presa Canario. Ja? Und deswegen würde ich meinen, dass der Cane Corso der bessere Schutzhund ist. Er verteidigt sie früher, ja, gegen Gefahren als der Presa. Ich sage nicht, dass er das in effektiverer Art und Weise tut, aber er tut es vielleicht einen Moment früher als der Presa Canario. Deswegen ist der Cane Corso für mich der bessere Schutzhund. Also bei der Kategorie Schutzhund für den Presa Canario eine 8 und dem Cane Corso eine 10. Verzeihen Sie mir vorher diese minutenlange Unterbrechung. Manchmal funktioniert mein Hirn nicht so, wie es sein soll, schon gar nicht bei Temperaturen von 35 Grad und mehr, wie wir sie heute aktuell jetzt gerade bei diesem Video haben. Und jetzt kommen wir zur Kategorie Verträglichkeit. Da bekommen beide von mir eine 5. Beide sind keine Radau-Brüder. Ich sagte das schon, glaube ich, 2 oder 3 Mal jetzt beim Cane Corso. Ich bleibe auch dabei. Ein gut sozialisierter Presa, ein gut sozialisierter Cane Corso. Das sind im Erwachsenenalter extrem selbstbewusste Hunde, egal ob Rüde oder Hündin. Die werden normalerweise einer Begegnung mit einem anderen fremden Hund sich da dominant verhalten, ja, aber nicht unbedingt gleich feindselig. Wie sich diese Begegnung dann im Endeffekt entwickelt, kommt natürlich auch immer auf den anderen Hund an, aber im Schnitt sind das keine Hunde, die rausgehen und den Kampf suchen. Sie gehen aber auch keinen Kampf aus dem Weg, deswegen wähle ich hier einfach das Mittelding und sage, der Presa bei der Verträglichkeit eine 5 und der Cane Corso ebenfalls eine 5. Und jetzt kommen wir zur Gesundheit und ich traue mir zu behaupten, ich stehe zu dem, was ich sage, dass der Presa Canario der gesündeste aller Molosser-Rassen ist. Gesünder als der Dogo Argentino, allein aus dem Grund, weil der Dogo Argentino ist reinweiß, das wissen wir. Reinweiße Hunde leiden des Öfteren an Taubheit oder an Hautproblemen und diese Probleme hat alle der Presa Canario nicht. Das heißt nicht, dass er sie nicht bekommen kann, sondern ich sage, das sind alles Krankheiten, zu denen dieser Hund nicht tendiert. Auch tendiert dieser Hund, ein Presa, auch nicht unbedingt zu HD. Diese Hunde sind nicht überschwer. Das sind perfekt gebaute Muskelpakete, Athleten. Ja. Also meiner Meinung nach sind die anatomisch perfekt gebaut für einen Molosser. Der Presa hat keine typischen Krankheiten, die man ihm als Rasse zuschreiben kann. Ja, wie es da doch einige Krankheiten gibt, wo man sagt, diese Rasse tendiert dazu oder diese Rasse tendiert dazu. Beim Presa Canario wäre mir nichts bekannt. Natürlich kann auch der Presa Canario krank werden, aber das ist für mich der gesündeste aller Molosser-Rassen. Das ist meine Meinung. Deswegen dem Presa eine 10 und dem Cane Corso eine 7. Der Cane Corso neigt da schon vielleicht eher zu Problemen mit der Hüfte, also Hüftgelenksdysplasie oder zu Problemen mit dem Ellbogendysplasie. Auch kann es beim Cane Corso vorkommen, dass sie eine Line ergattern, ja, wo beide Eltern starke Hängelider hatten. Oftmals, also normalerweise haben sie eng anliegende Augenlider, aber es gibt schon Cane Corso Linien, wo
die schon recht starkfaltig sind, die starke Hängerlider haben. Hier kommt dann das Problem mit den zundenden Augen ins Spiel und so weiter und so fort. Ich würde sagen, der Cane Corso ist ein top gesunder Molosser, aber nicht so gesund wie der Presa Canario. Deswegen eine 7 beim Cane Corso, eine 10 beim Presa Canario. Und jetzt kommen wir zur Größe. Hier gebe ich dem Presa eine 7 und dem Cane Corso eine 8, weil ich glaube, der Dogo Canario, der hält sich da mit dem Cane Corso in etwa die Stange. Der klassische Presa Canario allerdings ist mit Sicherheit etwas kleiner und etwas leichter, obwohl er länger ist als der Cane Corso. Und das Bild dann, wenn man vor beiden steht, obwohl der Presa kleiner ist, ja, das wird etwas verzerrt, denn oftmals wirkt der Presa Canario substanzvoller als der Cane Corso, obwohl er vielleicht leichter und kleiner ist. Der Cane Corso ist der kürzere Hund, der Presa Canario hat den längeren Rücken und das verzerrt die Optik. Wissen Sie, was ich meine? Dennoch ist der Presa Canario der klassische, der etwas leichtere, etwas kleinere Hund. Der Cane Corso ist hier etwas massiger, etwas größer, im Normalfall. Ich sah schon Presas, das waren Monster. Ja? Das wären auch Monster gewesen, wären es Dogo Canarios gewesen. Ja? Ich möchte dann zu diesem Ersteindruck zum Schluss dann noch kurz mal was sagen. Also eine Größe beim Presa Canario, der bekommt da von mir eine 7 und der Cane Corso von mir eine 8. Jetzt kommen wir zum benötigten Platz und hier bekommt der Presa Canario von mir eine 7 und der Cane Corso eine 5. Der Presa Canario ist weit bewegungsfreudiger als der Cane Corso. Ein klassischer Presa ist weit bewegungsfreudiger. Obwohl der Cane Corso schon ein Hund ist mit gesunder Triebigkeit, übertrifft ihn der Presa um einiges. Ja. Es ist kein überaus Hund mit einem überaus ausgeprägten Bewegungsdrang, der ständig und überall dran ist, das nicht, aber im Vergleich zu anderen Molossern ist er ein Wirbelwind. Ja. Deswegen bekommt der Presa Canario von mir beim benötigten Platz eine 7 und der Cane Corso eine 5. Ich bin davon überzeugt, dass man einen Cane Corso zu Hause weniger spürt als einen Presa Canario. Das ist meine Meinung. Vielleicht habe ich da nicht recht, doch die Cane Corsos, die ich kannte und die Presas, mit denen ich Bekanntschaft gemacht habe, also da war es so. Ja? Also eine 5 beim benötigten Platz beim Cane Corso, eine 7 beim benötigten Platz. Beim Presa Canario, bei der Fellpflege, bekommen beide von mir eine 3. Beide sind kurzhaarige Hunde mit recht wenig Unterwolle. Da ist die Fellpflege alles andere als eine Hexerei. Also eine 3 bei der Fellpflege beim Cane Corso und beim Presa Canario. Jetzt kommen wir zu den Futterkosten und auch hier bekommen sowohl der Presa Canario eine 7 als auch der Cane Corso eine 7. Der Cane Corso ist ein recht bewegungsfreudiger Molosser mit doch recht viel Gewicht und Substanz. Der Presa ist etwas kleiner, etwas leichter, ist aber der bewegungsfreudigere Hund. Das gleicht sich dann in etwa aus. Eine 7 für beide Hunde ist jetzt nichts Katastrophales, ja, aber etwas Futterbedarf haben sie schon. Jetzt kommen wir zur Familientauglichkeit. Sie wissen, bei der Familientauglichkeit spielt so gut wie alles mit. Bewegungsdrang, Territorialverhalten, Wachhundeigenschaften, Schutzeigenschaften, Verträglichkeit, Leistungsfähigkeit, Größe und so weiter. Ja. Und da komme ich beim Presa Canario bei der Familientauglichkeit auf eine 7 und beim Cane Corso auf eine 9. Und ich werde Ihnen das jetzt gleich erklären. Weshalb bekommt der Presa Canario von mir eine 7? Weil ich der Meinung bin, dass der Presa Canario der weit selbstständigere Hund ist. Der Cane Corso ist für mich der mehr personenbezogene Hund. Davon bin ich überzeugt. Davon kann mich kein anderer, bei dieser Meinung, meiner Meinung, stimmt mich kein anderer um. Alle, was ich bis jetzt gesehen habe, bei allen Hunden war das so. Auch der Presa Canario ist ein Schmuser zu Hause in der Familie, ja? Aber im Vergleich zum Cane Corso ist er das nicht. Ist er das weniger. Ja? Der Cane Corso ist mit Sicherheit ich bin davon überzeugt, der etwas verschmustere Familienhund. Der auch noch dazu weniger Platz benötigt und so weiter und so fort. Und das ist der Grund, warum der Cane Corso hier von mir eine 9 bekommt und der Presa Canario eine 7. Ganz einfach. Gute Familienhunde stellen beide dar. Gar keine Frage. Jetzt kommen wir zur letzten Kategorie, das ist die Ersthundetauglichkeit. Und hier bekommt von mir der Presa Canario nur eine 2 und der Cane Corso bekommt von mir eine 4. Beide sind für mich keine klassischen Ersthunde nicht. Ich habe schon mal gesagt, wenn Sie ein Mensch sind, der ein Naturtalent ist,
wo es sich schnell herausstellt, dass Sie ein natürliches Händchen für Hunde haben, können Sie sich jeden Hund nehmen. Es gibt viele Fortgeschrittene da draußen, die kommen mit gar keinem Hund zurecht. Und dann gibt es viele Anfänger, die kommen von Beginn an mit den schwierigsten Hunderassen zurecht. Dennoch sind weder der Presa Canario oder der Cane Corso für mich klassische Ersthunde. Weil es einfach Hunde sind, die alles mitbringen, dass sie eben nicht als klassische Ersthunde gelten. Das ist unheimliche Power. Diese Hunde haben eine Kraft, glauben Sie mir, wenn Sie noch nie einen Molosser an der Leine hatten, der irgendwo hin will, ja, und Sie darauf nicht vorbereitet sind und einmal spüren, was da für Power drinnen steckt. Ja, ich hatte schon sehr viele Hunde an der Leine. Sämtliche Gebrauchshunderassen. Ich hatte viele starke Hunde an der Leine. Rein kräftetechnisch haben sie alle bei mir bis jetzt noch keine Molosser geschlagen. Ja. Es mag den einen oder anderen großen Herdenschutzhund geben, der das kann, doch ich hatte noch nie einen Herdenschutzhund an der Leine, der begann richtig zu ziehen. Ja. Aber bei allen anderen Hunden war das so. So, zurück nochmal zur Ersthundetauglichkeit. Beide sind für mich keine klassischen Ersthunde. Beides Hunde, speziell der Presa Canario, der etwas Feuer hat. Und jetzt möchte ich vielleicht bei dieser Kategorie zu diesem Ersteindruck kommen. Schauen Sie, die meisten von Ihnen haben schon große, imposante, beeindruckende Hunde gesehen. Der Presa Canario ist kein sehr großer Hund. Aber gehen Sie auf Ausstellungen. Ich war früher ein leidenschaftlicher Ausstellungsgeher. Wenn ein schöner, kapitaler Presa Canario vor Ihnen steht, das sind Hunde mit, sage ich mal, knapp 60 cm Schulterhöhe, vielleicht etwas drüber, wenn es große Presas sind. Und dennoch garantiere ich Ihnen, wird Sie dieser Presa Canario dreimal so viel beeindrucken wie der Irish Wolfhound mit 1 Meter Schulterhöhe. Wieso? Ich kann es nicht beschreiben. Das sind, wenn Sie, vielleicht ist der eine oder andere von Ihnen ein Autofan und ist schon hinter einem getunten VW Golf, getunten BMW, getunten Audi gestanden, ja. Die wurden gestartet, bumm, da arbeiten, sagen wir, ja, weiß ich nicht, 6-Zylinder oder 4-Zylinder Turbo oder 4-Zylinder Biturbo, 6-Zylinder Biturbo und vielleicht sogar 8-Zylinder. Und sie dachten sich, wow, ein tolles Auto, ein toller Sportwagen. Ein Schierser, sagt man in Österreich. Guter Klang alles. Und eine Sekunde darauf drehen sie sich um und hinter ihnen steht, weiß ich nicht, ein Nissan Skyline, ein GTR, ja. Und sie sehen erst dann, was ein echter Sportwagen ist. Und genauso ist es mir gegangen beim Presa. Ich stand schon vor vielen beeindruckenden Hunden, großen Hunden mit Riesenschädeln, Gewicht und so weiter. Aber die Hunde, die mich bis jetzt am meisten beeindruckt haben in meinem Leben, waren ein Fila Brasileiro Rüde und ein Presa Canario. Ein Presa Canario geht wie eine Raubkatze. Die haben einen anderen Bewegungsablauf als andere Hunde. Sie müssen sich das mal ansehen, dann wissen Sie, was ich meine. Und genauso wie er auf sie wirkt, ja, genauso kann dieser Hund sein. Und einen Presa falsch zu erziehen, das ist fatal. Kann mit jedem Hund passieren, aber ich sage Ihnen nochmal, ich behaupte, ich bin ein alter Hundefuchs, ich würde mir einen Presa zutrauen, aber ich würde meiner Frau nicht zutrauen, mit einem Presa gefahrlos unterwegs zu sein. Ja, also auf so eine Art und Weise unterwegs zu sein, dass niemandem anderen etwas geschieht, also keinen anderen Hund etwas geschieht oder meiner Frau etwas geschieht durch den Presa, weil er irgendetwas tun möchte und so weiter. Sie wissen schon, ich würde meiner Frau nicht zutrauen, dass sie einen Presa optimal führen könnte, wenn er nicht oder wenn er fehlerhaft erzogen ist. Selbst wenn er sehr gut erzogen wäre, wäre das nicht die erste Wahl für mich, um meine Frau damit spazieren gehen zu lassen. Es ist halt so. Der eine hat so eine Meinung, der andere hat solch eine Meinung und Erfahrung. Das ist meine. Ja. Beim Cane Corso wiederum würde ich es meiner Frau zutrauen. Ja. Auch der Cane Corso ist ein Hund mit enormer Power, enormer Kraft. Ein irre starker Hund. Ja. Und auch wenn der nicht gut erzogen ist, doch ist der Cane Corso mit Sicherheit für mich der führigere Hund. Der leichter zu erziehende Hund. Ganz, ganz, ganz sicher. Ich bin mir sicher, dass sich jeder, ich spreche jetzt mit dem klassischen Presa und von dem klassischen Cane Corso, so wie beide Hunde, wenn sie den klassischen Standard darstellen, so wie sie sein sollten, ja, dann ist mit Sicherheit der Cane Corso der leichter zu erziehende Hund, der leichter zu führende Hund. Ganz sicher, da lasse ich mir nichts reinreden.
Da bin ich mir sicher. Und deswegen bekommt der Presa Canario von mir bei der Ersthundetauglichkeit eine 2 und der Cane Corso eine 4. So, liebe Zuseher, was sehen wir jetzt am Ende dieses Vergleichs? Ich kann Ihnen das gleich sagen, also optisch sind es ähnliche Hunde. Beide gehören zur Kategorie der Molosser. Beide sind ähnlich groß, ähnlich schwer. Belassen wir es bei denen, ja. Haben eine ähnliche Kopfform, unterscheiden sich aber im Wesen und es gibt krasse Unterschiede und die möchte ich Ihnen jetzt kurz aufzählen. Und zwar beim Presa würde ich sagen, es ist der bewegungsfreudigere Hund. Dann ist es der leistungsfähigere Hund. Außerdem ist der Presa der bessere Wachhund. Der Presa ist der gesündere Hund und der Presa braucht mehr Platz. Und beim Cane Corso haben wir den besseren Schutzhund, den etwas größeren, schwereren Hund. Der Cane Corso ist der bessere Familienhund, meiner Meinung nach. Und der Cane Corso ist leichter zu führen. Also es gibt da schon Unterschiede zwischen diesen beiden Hunden. Doch ganz sicher bin ich mir, gefällt Ihnen ein Presa, gefällt Ihnen auch ein Cane Corso, gefällt Ihnen der Italiener, gefällt Ihnen auch der Spanier. Davon bin ich überzeugt. Also mir gefallen beide gut. Dennoch würde ich eher zum Cane Corso tendieren, weil ich muss ja auch meine Frau mit diesem Hund gehen lassen. Und ich bin mir sicher, sie würde mit einem Cane Corso in der Art und Weise, wie ich meine Hunde erziehe, besser klarkommen als mit einem Presa Canario. Ja, aber ansonsten 2 Wahnsinnshunde. Und gehen Sie mal auf Ausstellungen, wenn Sie noch nicht waren, gehen Sie in die Molosser Halle, sehen Sie sich mal diese Capazunder da drinnen an und lassen Sie sich berieseln von der Macht, welche Hunde ausstrahlen können. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und auch ich sehe zu, dass ich jetzt den Weg vom Wald bis nach Hause, oder dass mein Hund den Weg vom Wald bis nach Hause unbeschadet übersteht, denn es hat wie gesagt an die 35 Grad und wir sind jetzt in etwa 10 Minuten dann in der prallen Sonne unterwegs. Ich habe mir aber ein Trinken mitgenommen und so bringe ich meinen Hund über die Runden. Nochmals schönen Tag, liebe Zuseher, und das war's schon wieder.